Frostig war es in der Früh. Guten Morgen. Es ist 6:30. Jetzt hole ich erstmal meine Anziehsachen im Schlafsack. Oder wenigstens das Oberteil, damit es nicht so eisig kalt ist. Draußen singen die Vögel. Es ist 7:30, wir starten wieder auf Tour. Und nicht ganz einen Kilometer nach unserer Übernachtung fängt so schön an. Das heißt zwar verengter Radweg und da war diese kleine Brücke, haben wir aber ohne abzusteigen kamen wir da durch. Und so geht es jetzt weiter. Geht ganz locker durch. Oh, davon kommt die nächste Brücke, hoffentlich auch so breit wie die erste. Die sieht allerdings sehr schmal aus. Oh oh. Da glaube ich, müssen wir kehrt machen. Schade. Endstation. So hat sie Kurve. Da passen wir nicht durch. Also wieder zurück. Jetzt war gerade eine schöne Begegnung mit Hobbyornithologen. Die haben einen Löffler, gibt es da wohl gerade am Südende vom Ammersee und muss sehr interessant sein. Da muss ich mal gucken, wo die Ammer in den Ammersee mündet. Mal schauen, vielleicht kann ich da hinfahren. Sie meinen, das ist ein bisschen schwierig, da hinzukommen. So, da ist jetzt wieder die andere Brücke von vorhin. Ja, und über Nachtfrost haben wir uns auch unterhalten. Heute Nacht war ja Nachtfrost, aber im Wohnwagen waren es in der Früh 4 Grad um 6:30 und draußen und drin 7,5. Also ich habe immer so 3-4 Grad wärmer als draußen, obwohl das Fenster oben auf ist und die Dachklappe. Hier ist jetzt auch schön zum Radeln und in der Sonne. Wäre schön gewesen, jetzt da im Seepavillon einen Kaffee zu trinken, aber da komme ich nicht rein in den Wohnwagen. Wow, direkt am See. Jetzt bräuchte man nur noch einen Kaffee, wo man direkt schön davor halten kann. Es war jetzt gut, dass ich mir es im Wald noch verdrückt habe, den Toilettengang, weil hier in diesem am Bahnhof sind ganz glatte, saubere Toiletten. Warmes Wasser sogar. Also da bin ich echt froh. Schauen wir mal, da muss jetzt auch eine Ladesäule sein, vielleicht ist auch ein Café in der Nähe. Guck mal. Hier auf dem Park und Reit
Parkplatz gibt es auch einen Trinkwasserautomaten. Da kann man für 1 Euro 70 Liter Wasser rausholen. Erzähle ich doch gleich noch das nette Erlebnis von vorhin. Also ich habe ja gesehen auf der App, dass es in Diesen ein Elektro-E-Bike-Ladestation gibt mit 2 Schuko-Steckern. Und zwar beim Bahnhof in den Parkbuchten irgendwo. Bin hin und her gefahren, habe nichts gefunden. Bin dann am Bahnhof vorbei, da war dann eine Toilette wenigstens, das habe ich ja erzählt. Und habe dann bei einem Café gefragt, das heißt wollte fragen, aber die Bedienung hatte so viel zu tun. Und dann habe ich gesehen, es ist kein Strom, die müssten da vom Kabel von außen geht nicht. Ne? Also bin ich nochmal zurückgefahren, diese E-Bike-Ladestation suchen. Ich habe es nicht gefunden. Ja, ich habe es nicht gefunden. Dann haben wir gedacht, gibst auf. Dann bin ich an dem Café wieder vorbei und habe geschoben, Patschi ist gelaufen. So einen kleinen Fußweg runter. Auf einmal höre ich hinten eine Stimme, ich kenne dich. Und dann halte ich an und dann kommt da ein Mann, hallo Peter. Und wir kommen ins Gespräch und er sagt, er ist Hausmeister von dem Hotel. Sag ich, welches Hotel? Ja genau, das Café, wo ich vorher fragen wollte. Und dann, weil ist da draußen Strom und ich konnte also direkt neben meinem Tisch das Fahrrad abstellen und habe oben vom Sonnenschirm, da waren die Stromkabel, weil durch die Außengastronomie hat Peter überall Stromkabel außen gelegt. Also konnte ich dort laden, einen Kaffee genießen, nach 2 Tagen mal wieder und ein leckeres Frühstück. War top. Und jetzt sind wir mit 92% wieder voll im Akku, weil heute Nacht hat es ja nicht so, es waren bloß 62%, was ich in der Früh hatte, weil über Nacht mit der Feuchtigkeit und so möchte ich es dann nicht stecken lassen. Und am Abend war es ja schon spät, war ja nach 8, wie wir da dort angekommen sind. Und heute früh war auch nicht mehr viel Zeit, also mehr als 62%, nachdem er gestern wirklich fast leer war, hat nicht gereicht, die Zeit. Aber dann im Café war gemütlich und nette Sitznachbarn und noch nett unterhalten. Ja, also einfach herrlich. Peter, nochmal ganz herzliche Grüße und ein ganz herzliches Dankeschön nochmal. War genial. Viel Erfolg auch noch bei deinem Häuselbau. Da ist auch so eine Stempelstation südlich vom Ammersee hinter Diesen. Also Richtung Süden. Aber Patschi, das ist kein Wasser, glaube ich, zum Reingehen. Nee, eher nicht. Das ist wunderschön hier. Und da hinten ist ein Aussichtsturm. Aber ich möchte jetzt da meine Sachen nicht total unbeaufsichtigt stehen lassen. Das ist mir doch mit den ganzen Packtaschen. Das muss nicht sein. Da wäre halt der Vorteil wieder, wenn man zu zweit unterwegs ist. Oder auch wieder nicht, weil ich würde ja dann Spektiv aufbauen und so viel Geduld kann man nicht von jemand anderen erwarten. Nein, das ist eine Stinkbrühe. Also machen wir weiter. Überall Boote, es ist schön am Ammersee. Und wie am Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen geht immer so eine Brise. Hallo.
ist wirklich ein Traum. Ich habe angegeben, kurz unter Diesen, also südlich Diesen, rüber, ja, Bernried. Nee, erstmal noch irgendeine Zwischenstation. Route schön. Und dann hat es mir diese fantastische Route vorgeschlagen, das Navi. Bis auf die eine Brücke war noch kein Problem. Schranken und sowas kommen wir ganz locker durch oder vorbei oder wie man will. Ist auch wunderschön hier. Also ich weiß jetzt im Moment gar nicht, was das für ein Kanal ist da drüben. Ich werde es beim nächsten Stopp aber rauskriegen. Wir fahren direkt auf die Berge zu. Und das Flüsschen, das ist tatsächlich die Ammer. Berge kommen immer näher. Und unser Pauseplätzchen war auch schon in Sichtweite. Hinaufgekämpft. Wunderschön. Hallo. Also hier der Weg rüber jetzt von Diesen nach Seeshaupt. Das ist ja nur schön, was mir mein Navi da sagt. Oh, Schotter. Schaut euch das an, so schön. Und die Schotterpiste geht's bergab und unten gleich links. Sieht man ja immer nicht das Steile. Aber ich bin ein Viertelschrittgeschwindigkeit oder noch weniger. Und wenn ich da plötzlich bremse, dann rutsche ich schon. Also immer schön langsam bleiben. Vorderrad rutscht natürlich leichter weg als Hinterrad, wenn ich bremse. Gut, dass ich noch die 3 Liter Wasser aufgefüllt habe gerade. Das kann jetzt brauchen, das Gewicht auf dem Hinterreifen. Nachdem ja das Profil auch nicht mehr das Neueste ist nach bald 2000 Kilometer und nur Hängerbetrieb. Ich hoffe, dass wir es gleich haben. Das ist natürlich Teer schöner. Da ist bessere Haftung. Gut, hoffe ich, dass das Schlimmste überwunden ist. Ja. Zur Abwechslung mal ein extremst kreisliger Weg, aber in wunderschöner Umgebung immer noch. Aber so ein grober Schotter ist ja wirklich scheußlich. Ich habe einen anderen Weg gefunden, schön im Schatten. Ist ja heute doch recht heiß. Im Wohnwagen hat es 26, muss ich dann noch mal nachgucken. Es ist 17:14 Uhr. Der Schatten tut jetzt gut. Und dass der grobe Schotter weg ist.
haben wir jetzt gar nichts gespart mit dem Waldweg, weil da, wo die Seen waren, da, wo ich gern hin wollte, ups, da ging bloß ein ganz schmaler Pfad rein. Und den bin ich nicht gefahren. Und dann musste ich hier oben rechts abbiegen und dann war total der Schotter. Und jetzt sind wir wieder da, auf dem Weg, wo ich vorher abgebogen bin, weil der Schotter so greiflich ist. Nun ja. Wir sind beim Starnberger See. Jetzt den Weg hinunter, schön im Schatten. Merkt man, es wird schon frisch, es ist 5:45. Ah, da geht es schön eben dahin. Da wäre halt schön zum Stehen bleiben, aber es ist noch zu früh und da laufen so viele Leute. Ja. Strom reicht noch 40 Kilometer, aber wenn es recht, 35 waren es, aber wenn es recht steigig wird noch, recht bergig, das weiß ich jetzt nicht. Bei den Osterseen dürfte es aber eher flach sein. Dann reicht er nicht mehr bis Wolfratshausen, wo ich ja eine Freundin besuche. Oh, schön, der Blick immer wieder zum See rüber. Jetzt schon eine ganze Weile so traumhaft dahin, der Weg. Starnberger See, der südliche Teil. Wir sind gleich in Seeshaupt, 2 Kilometer noch. Und bei ganz herzlichen Leuten haben wir dann auf dem Gelände wieder stehen bleiben dürfen. Sogar eine Kabeltrommel wurde uns gebracht und der Akku ganz voll geladen. Vielen Dank nochmal, ihr Lieben, an der Stelle und gute Nacht.